1. April, 10:30 und ich bin seit gut eine halbe Stunde unterwegs auf dem Continental Divide Trail. Die erste Etappe von Crazy Cook nach Lordsburg. Es ist jetzt 1:15. Ich habe jetzt gerade eine Mittagspause gemacht bei der Meile 7,7 und jetzt sind es noch etwa 7 Meilen bis zum nächsten Wasser. Ich habe jetzt in der Mittagspause noch ein schönes Platz gefunden mit ein bisschen Schatten. Ich laufe jetzt hier das trockenes Bachbett durch. Und da hat es am Bord noch ein bisschen Stuhl gehabt und da konnte ich ein bisschen Schatten hocken. Aber jetzt ist wieder nie mehr Schatten rum. Es ist jetzt 2:10 und ich komme jetzt zum ersten Boss-Catch bei der Mile 14. Es ist jetzt 4 und ich bin noch einen Schuh aufgebrochen. Und ich laufe jetzt noch was auch nicht, etwa 2 Stunden. Dann schauen wir, wie weit wir kommen. Je nachdem, wenn ich mag. Es ist jetzt 6 Uhr und ich habe ziemlich genau 20 Meilen gemacht. Langsam hätte ich es gesehen heute. Die Beine und die Füße sind nicht. Aber ich gehe jetzt gleich noch. Ich denke 2 Meilen. Es ist jetzt 5:07 und ich habe 21,5 Meilen geschafft. Ein schönes, flaches, sandiges Plätzchen gefunden. Und vielleicht stelle ich das Zelt gar nicht auf, weil es ist angenehm warm und ob die Heringe in dem weichen Sand haben, ist ja noch nicht sicher. Ich habe hier noch ein Bänkchen gemacht und eine kleine Absperrung. Ich tue hier zur Nacht schlafen. Nicht, dass da noch gewunderte Kühe hinterkommen und mich abschlecken, das Salz abschlecken. Jetzt mache ich mir noch etwas zur Nacht. Und dann kann ich mir dann überlegen, ob ich das Zelt aufstelle oder nicht. Mittwoch, der 27. April. Es ist 10:07. Ich bin jetzt gerade losgelaufen. Tag 2 vom CDT. In ca. 4 Meilen komme ich zum Wasser. Dann ich meine Wasservorrat durchfüllen. Wahrscheinlich gerade noch 2-3 Minuten anhocken und etwas Kleines essen. Zum Morgen habe ich schon. Haferbrei. Geschlafen habe ich nicht schlecht. Der Schlafsack am Morgen gerade oben drauf ein bisschen Feuchtigkeit gehabt. Dann müssen wir dann einmal in die Sonne legen und rechnen. Eine Mittagspause oder so.
Es ist jetzt die 8. und ich komme zum zweiten Wassercrash bei Mile Nummer 25,3, wenn es mir recht ist. Das letzte Stück war ein bisschen mühsam zum Laufen. Wir sind zickzack um die Dornenbuschen herum und im weichen Sand. Aber dafür war die Sonne hinter Schleierwolken versteckt gewesen. Jetzt kommt sie langsam wieder. Schade. Es war schön angenehm, als die Sonne wieder so voll gebrannt hat. Jetzt spürt es schon, dass es wieder wärmer wird. Aber das ist der Crash. Es ist jetzt 1 und ich bin bei der Mile 35,3. Ein super schattiges Plätzchen gefunden und es hat sogar Trail Magic hier. Darf ich das zeigen? Jetzt einige Kanister mit Wasser plus eine Kehlbox. Kehlbox. Gatorade drin, kalte Getränke und sogar noch ein Snack. So. Ich bin jetzt schon fast eine Stunde lang hier und bleibe etwa noch. Ich habe mir gedacht, noch etwa eine Stunde, dass ich da bleibe. Ein bisschen Schatten, ein bisschen ausräumen. Weil das nächste Ziel für heute war eigentlich in 9 Meilen zum Wassercrash Nummer 3. Das sind etwa 3 Stunden, denke ich. Bis dann. Vielleicht noch ein bisschen weiter, aber auf jeden Fall dort dann sicher das Wasser auffüllen. Dann noch ein bisschen Pause zum Mittag, dann habe ich angefangen zu schlafen, so kann ich auch schnell noch die Sonne da. 1:45. Ich laufe jetzt wieder weiter. Aber es ist drückend heiß. Vorher ist doch noch der Wind ein bisschen gekommen. Mal jetzt merkt man wieder ein bisschen. Mit dem Wind ist es angenehm. In der Färbung sieht man ein helles Auto, ein weißes oder silbriges.
Dort war der nächste Wassercache bei der Mile 44,6. Ja, also es sieht nach etwa einer halben Stunde live aus. Und wenn ich dort bin, denke ich, werde ich schon etwas zur Nacht machen. Es ist zwar... schauen. Es ist jetzt 4:30. Jetzt bin ich beim 5 drinnen. Ein bisschen Pause machen. Aber wahrscheinlich schon zur Nacht kochen. Und dann noch irgendwer das Schutzlife, aber nicht mehr allzu weit. Es ist jetzt 20:06 und ich verlasse jetzt den Wassercache. Ich habe Wasser aufgefüllt, 2 Liter habe ich dabei. Ich habe jetzt Nacht gegessen. Und jetzt möchte ich noch 2 Meilen gehen. Es ist jetzt kurz vor der 8. Ich bin bei der Mile 48,4, meinte ich. Jetzt bin ich habe hier mein Nachtlager errichtet. Ich wollte zuerst das Zelt aufstellen, aber der Boden war so hart, ich habe die Hering nicht in den Boden hineingebracht. Jetzt habe ich einfach die Luftmatratze aufgeblasen und lege den Schlafsack drauf. Wieder eine Nacht Cowboy Camping. Ja, und das war es vom Tag 2. Es ist jetzt morgen um 7 Uhr. 28. April, der 3. Tag. Ich habe jetzt zum Morgen gegessen, meine 7 Sachen gepackt. Ich laufe jetzt los. Wirklich erholt fühle ich mich nicht. Ich weiß nicht. Ich schlafe nicht so gut irgendwie. Aber mich dunkt, ich schlafe nicht gut. Ich verwache immer wieder und drehe mich hin und her. Ja. Schauen wir, jetzt ist wieder etwa 7 Uhr wieder. Ich wollte eigentlich früher los. Aber morgen um 6 Uhr ist es noch so, geht noch dunkel. Und dann geht es rassig und dann geht die Sonne schnell auf. Jetzt steht sie schon schön hoch in dem Himmel morgen um 7 Uhr. Momentan ist es noch angenehm. Aber ja. Wird wieder ein heißer Tag. Halb 9 und es ist schon wieder so warm, dass einem der Schweiß abläuft. Gut, ich kann mir jetzt gerade ein bisschen eine Steigung überwinden. Das alleine kann es nichts sein. Da in der Mitte ist der Pyramid Peak. Und so weit, wenn ich weiss, gehen wir zu dem und der links rum. Es ist
jetzt 5:10 Uhr und ich habe gerade den Wassercache Nummer 4 verlassen. Bei der Mile 57,2. Ich habe dort 1 Liter getrunken und dann wieder 1 Liter aufgefüllt. Ich habe jetzt 2 Liter dabei. Ja, jetzt geht es weiter. Zehn Minuten nachdem ich das Wassercache verlassen habe, habe ich den Apples getroffen. Den habe ich vor 4 Jahren schon hier getroffen. Er ist immer draußen, etwa eine Woche lang, und dort Getränke verteilen an den Wanderern. Es war super, den wieder zu sehen. Ich habe gehofft, er ist sich um. Und für ihn hatte ich auch ein Sackmesser dabei gehabt. Als Dank. Und jetzt ist auch mein Rucksack wieder um ein Sackmesser leichter. Die Karte ist da ein bisschen links von mir. Aber wenn ich geradeaus weiterlaufe, sollte ich dann wieder auf den Weg treffen. Es ist jetzt 12:30 und das nächste schattige Plätzchen nutze ich für eine Mittagspause. Aber das könnte noch länger gehen, wenn man das sieht. Sieht nicht nach viel Schatten aus. Die nächste Viertelstunde. Es ist jetzt 20 vor 2 und ich laufe jetzt wieder weiter nach meiner Mittagspause. Ich habe einen Kaktus gefunden, der ein bisschen Schatten gespendet hat. Und jetzt geht es wieder weiter durch die Hitze von dieser Ebene ohne Schatten. Das nächste Wasser ist im 2,8 Meilen, glaube ich. Kutenrock. Bis dann bin ich dafür, dass ich ein bisschen Wasser kann, jetzt noch Liter. Lang schnell unter den Bäumen hineingeguckt, im Schatten. Es ist richtig gut, den ganzen Tag bin ich jetzt in der Sonne nass gewesen. Gnadenlos hat die Sonne mich abgebettelt. Ich gehe jetzt noch
5 jetzt gar nicht etwa, ja, weiß auch nicht, eine Stunde. Wäre nicht schlecht, das Plätzchen suchen. Es ist jetzt 5:45 und ich schaue jetzt um für ein Plätzchen für das Nachtlager. Ich bin heute viel zu lang in der Sonne rausgelaufen ohne Pause. Es hat auch wenig Platz gehabt, schattige zum Pause machen. Und das andere war noch, zum Mittag habe ich heute die andere Hälfte vom Salami gegessen. Und da ist jetzt 3 Tage die Salami schon im Rucksack gewesen. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen zu warm bekommen. Auf jeden Fall so um 4 Uhr ist mir nicht mehr ganz so wohl gewesen. Einfach so ein komisches Gefühl im Bauch. Dann bin ich einfach eine Stunde lang angelegen. Ich mag ein bisschen beruhigen. Und jetzt geht schon wieder Ordeli. Also, Salami nehme ich nicht mehr mit in die Wüste. Es ist jetzt 6:30 und ich habe ein Zeltplätzchen gefunden. Bei Meile 74,9. Und bin jetzt noch vom 5. und letzten Wassercache bin ich noch weg 2 Meilen. Und bis auf Lordsburg ist es 8,6 Meilen. Also ich schaffe locker morgen. Je nachdem, wenn ich aufgehe, bis um 10 Uhr. Ja, guter Taxi. Anstrengend, viel Sonne. Ich habe jetzt hier ein Plätzchen gefunden unter einem Baum. Ich habe hier noch ein bisschen ausgeebnet. So ein bisschen schön oben liegen kann. Jetzt mache ich noch etwas zur Nacht. Guten Morgen, es ist jetzt 5:06 Uhr. Ich habe es geschafft, eigentlich auf der Linie aufzustehen. Ich habe zum Morgen gegessen und laufe jetzt los. Auf dem Weg noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Und die Idee ist, dass ich auf Lordsburg hineinkomme und dort schaue, dass ich jemanden duschen kann. Und etwas zu Mittag essen. Lebensmittel habe ich eigentlich ein Päckchen dort deponiert, das ich mitnehmen kann, umladen und mitnehmen. Und etwas wenigstens noch schnell posten laden. Und dann werde ich eigentlich am späten Nachmittag wieder aus Lordsburg rauslaufen. Wäre die Idee. Aber es kann sein, dass ich die einfach eine Nacht dort bleibe. Das sehen wir dann. Kommen wir jetzt zur 5. und zur letzten Wassercashbox bei der Mile 76,9. Es ist 20 vor 7. Sie hat noch ein Zelt da. Es war noch ein bisschen leise. Ich habe jetzt meine 2 Liter Wasser nachgefüllt. Und
läuft sich durch Lordsburg. Es ist jetzt 8:36 Uhr und ich komme jetzt auf Lordsburg rein. Man sieht auch, dass man ein bisschen näher von der Zivilisation kommt. Es liegt überall Kiesel rum, vor allem Glasscheiben, Glasflaschen. Es ist jetzt kurz vor der 4 und ich glaube, ich verlasse jetzt Lordsburg. Ich kann zwar noch ein bisschen länger bleiben, aber es hat dann hier so ein Plätzchen zum Rumlungern. Ich bin jetzt hier beim Gedenkstätte vom Militär. Hier nicht, keine Beine nicht im Schatten, sondern besser hinten das Bänkchen schleifen. Ein bisschen die Sonne aus bin. Jetzt gehe ich zurück auf den Wanderweg. Die ersten 3 Meilen aus Lordsburg raus muss man an der Straße laufen. Aber wenigstens hat es noch so ein bisschen Seitenport und ist nicht direkt bei der Auto oben. Es hat einfach wahnsinnig viel Kiesel da am Strassenrand. Überall Flaschen in den Plastiksäckchen. Geht einfach alles zum Autofenster raus. Das ist furchtbar. Es war gar nicht so schlecht, dass ich am späten Nachmittag aufgebrochen bin. Es tut schon langsam ein bisschen abkühlen. Mit dem Wind zusammen sowieso noch. Gerade am Anfang aus Lordsburg raus, der Strasse war es heiß. Aber einfach ist es immer noch nicht. Der Rucksack ist ziemlich schwer. Ich habe wieder ein bisschen zu viel Essware dabei. Sicher hat die Nacht in Lordsburg meinen Füßen und meinen Beinen gut da. Ein bisschen längere Erholung. Mein Schatten wird immer länger. Es ist 6:30. Und ich werde noch ein bisschen gehen. Ich will die Fläche dann noch möglichst hinter mich bringen. Vielleicht also noch ein bisschen in die Nacht hineinlaufen. Es ist jetzt 10:08 Uhr. Die Sonne ist jetzt gerade am Untergehen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Es hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass beim Hag oben ein schönes Zeltplatz hat. Da komme ich jetzt gerade hin. Da oben müssen wir ein schönes Zeltplatz haben. Bei Meile 96,3. Und das war es für heute. Ja. Guter Weg im Schnitt.
Aber ich mag nicht mehr.